Regalinspektion einfach gemacht. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Regale eines Standorts in der App erfasst. Als erstes öffnen wir unseren Prüfauftrag. Grundsätzlich gehen wir stets davon aus, dass ein Standort in seiner Gesamtheit geprüft wird. Gerade bei großen Betrieben können das relativ viele Regale werden. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, werden Regale häufig nach Hallen oder Bereichen gruppiert. Diese Struktur spiegelt sich in dem Inhaltsverzeichnis von unserem Prüfbericht wider. Wir haben also 3 Ebenen: Prüfauftrag, die Hallen, die Regale und den Regalen zugeordnet dann die Mängel. Bevor also Regale erfasst werden können, müssen erstmal die Hallen des Betriebs abgebildet werden. Wir starten wieder über das grüne Plus und legen einen Namen fest. Wir sagen Halle, aber grundsätzlich können hiermit auch allgemein Orte gemeint sein, wie zum Beispiel die Werkstatt oder der Außenbereich. So können also alle Bereiche oder Hallen am Standort eingetragen werden. Die Reihenfolge der Hallen kann angepasst werden. Das wirkt sich auf den Prüfbericht aus, denn hier kommen die Hallen genau in der Reihenfolge vor wie in der App. Wenn ich eine Halle öffne, sehe ich dort ein Feld Notizen. Das gibt es auch an anderen Stellen in der App. Es ist für interne Notizen gedacht, die nicht auf dem Bericht auftauchen. Wir nutzen das zum Beispiel, um die benötigte Arbeitszeit zu notieren oder Dinge, die uns anbei auffallen. Über das grüne Plus tragen wir ein Regal ein. Auch hier vergeben wir eine Bezeichnung. Wenn am Standort die Regale über Barcode oder QR-Code gekennzeichnet sind, kann der auch einfach eingescannt werden. Wichtig ist die Auswahl der Bauart des Regals. Wir unterstützen in der App eine Auswahl der gängigsten Regaltypen. Für jeden Regaltyp sind in der App jeweils spezielle Eingabemasken und Mangelformulierungen vorbereitet, sodass bei der Mangelerfassung Zeit gespart wird. Das zeigen wir genauer im nächsten Video. Wenn dein gesuchter Regaltyp fehlt, kannst du einfach als Typ andere auswählen. Für den Moment arbeiten wir mal mit dem Palettenregal. Dokumentation zum Regal kann unter weitere Regaldaten hinterlegt werden. Alles, was hier eingegeben wird, steht später bei jedem Regal im Inspektionsbericht. Speziell hervorheben möchte ich 2 Dinge. Zum einen ist das Regalbelastungsschild prüfrelevant. Hier kann ein Foto vom Regalbelastungsschild hochgeladen werden. Wenn dieses Bild nicht existiert und auch kein Mangel zum Regalbelastungsschild eingetragen ist, wird in der App immer eine Warnung angezeigt, um darauf hinzuweisen. Die andere Sache ist weiter unten die Rahmenhöhe des Regals. Diese ist wichtig, um die Mangeleingabe zu erleichtern. Am Regal gibt es auch ein Feld Anmerkungen für den Bericht. Hier kann einfach Freitext eingetragen werden, der beim Regal im Inspektionsbericht abgedruckt wird. Das kann zum Beispiel verwendet werden, wenn es keine Mängel im Regal gibt oder wenn es spezielle Hinweise gibt, weil zum Beispiel das Regal zu ausgelastet war und deshalb eine Prüfung nur eingeschränkt erfolgen konnte. Über den grünen Haken speichern wir das Regal und der nächste Schritt ist jetzt die Erfassung der Mängel. Wie das geht, zeige ich dir im nächsten Video. Wenn du weitere Funktionen der Smart Inspect App kennenlernen möchtest, dann schau doch mal auf unserem Kanal vorbei. Smart Inspect, Regalinspektion einfach gemacht.